Heute bearbeiten wir ein Bauteil aus Polyamid-Guss. Es hat einen Durchmesser von 500, der Rohling, 120 mm lang. Es gibt eine Grundplatte. Die erste Seite muss jetzt mal das ganze Material wegzerspannt werden. Das machen wir auf einer Vertikaldrehmaschine. Die hat einen Bearbeitungsdurchmesser bis 1,50 m. Hier zersparen wir jetzt gerade alles weg, was wir gesehen haben. Und dann geht die weitere Bearbeitung auf unsere Fräsmaschine. Das ist eine Bellotti mit einem Bauraum von 2,60 m, 1,70 m, 1,20 m. Hier wird jetzt noch ein Gewinde eingebracht. Also als erstes fräsen wir das Kernloch für ein M52x2. Das ist später die Befestigung von dieser Grundplatte. Wird auf eine Tiefe von 32 mm wird es bearbeitet. Jetzt kommt noch ein Kanal rein, wird vorgebohrt, erst mit dem Durchmesser 12, dann später mit dem Durchmesser 4 durchgebrochen. Es hat eigentlich nur die Funktion, dass, wenn das Gewinde montiert wird, also diese Grundplatte auf den Gewindekolben montiert wird, dass da kein Vakuum entsteht, weil der Kolbe wird verklebt. Und wenn man im Endeffekt die Luft nicht wegkriegen würde, wird es den Kleber gerade rausschieben. Jetzt fräsen wir hier noch das Gewinde und ja, dann ist die Seite auch schon fertig. Und damit wir das Teil auf der Gegenseite bearbeiten können, fräsen wir jetzt hier eine Negativform, also eine kleine Spannvorrichtung, dass wir auf diese schräge Fläche, wo wir an der ersten Bearbeitung gesehen haben, das Teil dann fixieren können. Dann nutzen wir das Gewinde, was wir haben im Bauteil. Sprich, wir haben hier jetzt den Gegenhalter, dann fräsen wir noch eine kleine Stopfe mit dem Gewinde, den schrauben wir ein, das wird man jetzt auch gleich sehen dann, und fixieren dann das Teil für die Zweitbearbeitung. Hier trennen wir die Vorrichtung noch ab und dann sehen wir jetzt hier schon die Vorbereitung für die zweite Seite. Das ist ein Gewindestopfer, den drehen wir praktisch in das M52x2 ein, das nutzen wir. Dann kommt unsere Gegenform, die liegt jetzt genau formschlüssig drauf auf unserem Bauteil und dann wird noch mit einer Imbusschraube das Ganze fixiert. Und jetzt kann ich das Ganze mit den Spannpratzen auf dem Bearbeitungstisch festmachen. Und jetzt müssen wir halt das ganze Aufmaß, was auf dem Bauteil drauf ist, müssen wir jetzt erstmal runternehmen, weil in der großen Dimension können wir natürlich das Bauteil nicht mehr abstechen auf der ersten Spannung, wie wir es vorhin auf der Drehmaschine gehabt haben. Das heißt, jetzt wird das ganze Material weggemacht, was überflüssig ist. Und ja, dann kommt das Beplanen vom Bauteil. So, jetzt kommt das Finish. Jetzt wird es praktisch auf Maß gemacht. Das war jetzt noch ein Schlichtaufmaß. Ja, und jetzt werden noch die Nute eingebracht. Es sind noch 3 Nute kommen drauf. In der Mitte sieht man jetzt auch schön, jetzt ist die Bohrung als Vakuum-Entspannbohrung. Sieht man jetzt auch noch, wenn die Nute gefräst sind, werden sie noch mit dem Stichel entgratet, dass das Bauteil dann fertig von der Maschine fällt. Und dann war es das schon. Dann ist das Bauteil schon fertig. Ja, hier sieht man auch, wie er es jetzt abspannt. Löst die Bratzen, dreht es dann rum, löst unsere Vorrichtung. Und so sieht man jetzt schön ja, ein Teil, was ich so eigentlich nicht mehr spannen konnte durch die Vorrichtung. Hat wunderbar gepasst, das Bauteil ist gut, keine Beschädigungen dran. Es wird noch der Gewindespannbolzen rausgemacht und dann war es das.